Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem wichtigeren Thema bezüglich des Kanals und der Zukunft von eben diesem Kanal. Es wird sich nämlich die ein oder andere Sache ändern. Es ist so, dass ich nach wie vor gerne Videos mache, aber es gibt einen Punkt, den ich auf jeden Fall verändern möchte, und das ist einfach der Output. Ich habe, seitdem ich mit Tower of God Videos angefangen habe, jede Woche oder zumindest fast jede Woche mindestens ein Video hochgeladen. Manche von denen sind mittlerweile wieder offline, aus Gründen, aber erstmal war es so, fast jede Woche mindestens ein Video. Dann kamen irgendwann die Solo-Leveling-Reviews und da habe ich schon gemerkt, dass mir Reviews nur bedingt Spaß machen. Es gab durchaus Kapitel, wo ich richtig Lust darauf hatte, eine Review hochzuladen. Aber auch ganz andere, wo ich kaum Lust hatte. Und letztlich führt das dann natürlich dazu, dass die Qualität der Videos abnimmt. Und auch wenn mir die Tower of God Reviews mehr liegen als die Solo-Leveling Reviews, weil ich nun mal sehr gerne über Tower of God rede, so macht es mir teilweise auch keinen Spaß mehr, die Tower of God Reviews zu erstellen. Es gibt auch hier solche und solche Kapitel, aber generell habe ich einfach keine Lust mehr darauf, Woche für Woche Reviews zu erstellen. Was bei Tower of God noch dazu kommt, sind die Probleme mit dem Release, weshalb dann natürlich auch die Klicks relativ gering sind im Vergleich zu anderen Videos. Was hier aber wirklich nicht der springende Punkt ist, da die Reviews alles in allem immer noch ganz gut ankommen. Das eigentliche Problem ist vielmehr, dass der koreanische Release selbst noch mehrere Wochen vor dem englischen Fastpass Release erscheint. Das heißt also, dass es neben den 3 Kapiteln, die im Fastpass sind, welche man nicht behandeln kann, noch mehr gibt, welche bereits im koreanischen Raum verfügbar sind. Und das wäre natürlich erstmal eine Sache, jetzt ist es aber so, dass es Übersetzergruppen gibt, die diese Kapitel auch in den englischsprachigen Raum übersetzen, weshalb natürlich auch viele aus diesem Raum diese Kapitel bereits gelesen haben. Das ist einerseits doof wegen den Klicks, andererseits aber doof wegen den Spoilern, die man mal mehr und mal weniger mitbekommt. Das aber nur obendrauf zu der Tatsache, dass mir die Reviews ohnehin schon weniger Spaß machen als andere Videos. Und was dabei natürlich auch nicht außen vor zu lassen ist, ist die Tatsache, dass das Ganze recht zeitintensiv ist. Ich habe also überlegt, wie ich mit dem Kanal weitermachen werde. Höre ich ganz auf, mache ich so weiter wie bisher oder finde ich irgendeinen guten Mittelweg? Und da bin ich zu einem Entschluss gekommen. Fortan werden die Reviews nicht mehr regelmäßig erscheinen. Was meine ich damit? Ganz einfach, dass ich nur dann Reviews machen werde, wenn ich richtig Lust darauf habe. Und da es neben den Reviews keine festen Videoreihen gibt, heißt es, dass ich nur dann Videos bringen werde, wenn ich richtig Lust darauf habe. Demnach kann es dann auch mal x Tage oder auch x Wochen geben, wo überhaupt nichts auf dem Kanal kommt. Ich weiß, dass es für den Algorithmus leider nicht gut ist, wenn man nicht regelmäßig hochlädt, aber ich denke, das ist ein Opfer, welches in dem Fall einfach getragen werden muss. Umso dankbarer bin ich all denen unter euch, die mich und den Kanal stets supportet haben, und auch denen unter euch, die es weiterhin tun werden. Auch wenn es hier und da vielleicht etwas stiller auf dem Kanal wird und sich der Content im gewissen Maße ändern wird. Da kommen wir dann auch zum nächsten interessanten Punkt. Wenn ich keine Reviews machen möchte, oder sie zumindest nur selten machen möchte, was kommen dann für Videos, wenn Videos kommen? Ich habe einfach gemerkt, dass mir Videoreihen wie die Tower of God Puzzle Theorie, die Rachel Charakteranalyse oder zum Beispiel auch das Code Geass Video einfach mit weitem Abstand am meisten liegen und mir am meisten Spaß machen. Demnach möchte ich mich mehr auf den analytischen und theoretischen Bereich fokussieren. Und dabei will ich auch über den Tellerrand hinausschauen. Was in dem Fall heißt, dass ich auch über Tower of God hinausgehen möchte, was aber natürlich nicht heißt, dass keine Tower of God Videos mehr kommen werden. Beispielsweise würde ich eine White-Charakteranalyse extrem interessant finden, aber ich möchte mich nicht nur auf Tower of God beschränken. Wenn ich zum Beispiel Lust auf eine Lelouch-Charakteranalyse habe, dann wird eine Lelouch-Charakteranalyse kommen. Wenn ich zum Beispiel eine Mushoku Tensei-Szene analysieren will, dann wird das kommen. Wenn ich Lust auf eine One Piece-Theorie habe, dann wird die One Piece-Theorie kommen. Ich denke, es wird deutlich. Heißt also, die Regelmäßigkeit der Uploads wird sich ändern und der Inhalt wird sich auch verändern. Nicht drastisch, weil ich solchen Content ja durchaus schon gebracht habe, aber es wird sich etwas ändern. Was ich zu den Reviews noch sagen kann ist, dass ich aktuell zumindest auf Twitch auf die Kapitel reagiere und mich da dann auch über die Kapitel mit euch austausche. So streame ich in der Regel Montagabends, reagiere auf das Kapitel und tausche mich mit euch darüber auf. Demnach kann das vielleicht auch als Ersatz für die Reviews gelten. Ich kann euch nur empfehlen, mir auf Twitter zu folgen, weil ich da teile, wenn etwas Neues ansteht, wenn ich streame und so weiter. Schaut also gerne auf Twitch und auch auf Twitter vorbei. Beides ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. In dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.